Der neue EV6 ist wirklich unglaublich gut angekommen bei den Leuten. Und zwar so gut, dass das Fahrzeug, was wir bestellt haben, immer noch nicht gebaut ist. Ja, ich habe es vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr Ja, schon fast ein Jahr ist es tatsächlich, Sven. bestellt. Und dann gehst du jetzt schon wieder ins Feld. 299 Euro Leasingrate ohne Anzahlung. Genau, richtig. Wir haben hier den Kia EV6 im Aktionsleasing bis 31.12. zu einem Preis von 299 Euro ohne großartige Sonderzahlung. Die Sonderzahlung beläuft sich auf 5.600 Euro, sind also sprich die 4.500 Euro staatliche Förderung, die angekündigt sind für das nächste Jahr, und 1.100 Euro Zulassungs- und Überführungskosten. Bedeutet, ich bekomme vom Staat 4.500 Euro zurück. Die sind sogar netto für Unternehmen. Das heißt, Unternehmen sparen noch mehr. Genau, richtig. Unternehmen haben hier 4.500 Euro brutto wie netto. Brutto wie netto. Das heißt, man kann ja die Vorsteuer ziehen. Dann hast du 1.100 Euro Zulassungs- und Überführungskosten. Es ist ein schweres, großes Fahrzeug. Trotzdem kannst du den sehr sparsam fahren. Wir können ja gleich mal die Verbrauchswerte uns angucken. Das ist eine richtige Limousine. Ist die irgendwie einzuordnen? Das Fahrzeug hier hat von der Karosserieform schon was Einzigartiges. Das kann man gar nicht so einordnen. Wir haben mit dem EV6 wirklich eins der Highlight-Modelle, oder besser gesagt das Highlight-Modell der Marke Kia. Der EV6 ist Ende letzten Jahres auf den Markt gekommen und punktet natürlich erstmal mit einer großen Ladeschnelligkeit, mit einer Ladezeit von 10 auf 80% in 18 Minuten an einem 350 kW Lader selbstverständlich, und hat wirklich eine umfangreiche, sehr, sehr umfangreiche Serienausstattung, und für den Preis von nochmal 299 Euro ist das Fahrzeug ein richtiger Schnapper. So, der hat 0,25% Versteuerung. 0,25% Versteuerung auf dem UPE von 46.990 Euro, sind wir also dann bei knappen 12.000 Euro, die man Also versteuert. 120 Euro brutto muss ich versteuern als Dienstwagen. Das ist ein Mega-Argument für viele, oder? Das ist nicht nur ein Mega-Argument, das ist auch gerade für Elektrofahrzeuge ein Alleinstellungsmerkmal. Die meisten oder viele Elektrofahrzeuge sind zu teuer. Das heißt, die kommen nicht in Genuss von 0,25, sondern sind im Premium-Segment auf 0,5. Genau, richtig. Das Schöne ist bei Kia, die Marke Kia hat alles über zusätzliche Pakete abgebildet, und somit ist auch bei den höheren Ausstattungsvarianten, bei dem EV6, außer des GTs, wie gesagt, bei allen höheren Ausstattungsvarianten eine 0,25% Versteuerung möglich. So, Spoiler ist inklusive. Der Spoiler ist inklusive, das Fahrzeug 1:1 genauso wie er hier steht. Auch Ist rot. das Fahrzeug genau auch in Rot mit Metallic-Lackierung in Rot, ist hier auch inkludiert. Wir haben 19 Zoll Leichtmetallfelgen mit dabei. Wir haben hier oben sogar eine Beleuchtung mit im Spoiler drin. Ich zeige das mal, Sven. Das ist wirklich mega, mega schick. Optisch. Genau, was Kia hier gezaubert hat. Ein Fahrzeug, was sich selbst anstrahlt. Hat das auch diese Cams, die aufpassen aufs Auto, wenn da steht? Genau, das Fahrzeug hat einen Frontkollisionswarner, einen aktiven Spurhalteassistenten, eine Rückfahrkamera mit drin, eine Kamera zur Außenüberwachung hat er hier jetzt nicht mit dabei, aber sonst eigentlich alles, was das Herz zu wünschen übrig lässt. Mach mal das Licht hinten an, dass wir mal sehen, weil das Interessante ist, auf der Straße sieht man ihn ja immer öfter. Also es war am Anfang ja kaum zu sehen, das Auto, aber wenn ihr es seht, dann sollte die Silhouette so aussehen, genau so. Das ist das, was man nachts sieht. Man hat es mal eben kurz gesehen, aber es ist ein absoluter Hingucker. Definitiv. Das Fahrzeug hier ist neben dem Award Auto des Jahres 2022 echt ein richtiger Hingucker und verfügt wirklich von der Optik her über sehr viele Highlights und einen sehr umfangreichen Ausstattungsstandard. Man kann sogar den geladenen Strom zu Hause wieder rausnehmen. Das ist sehr interessant. Sollte mal der Strom ausfallen, das geht wirklich. Da gibt es einen Adapter für. Und dann kann ich aus dem Auto praktisch eine Art Powerstation bauen. Genau, richtig. Wir können bei dem Fahrzeug hier einen Vehicle-to-Device-Adapter mit einführen, hier hinten in den Ladestutzen. Ich zeige das Ganze gerne mal. Der ist sogar elektrisch. Den steckt man einfach hier an, setzt gleichzeitig seinen 240 Volt Schuko-Stecker dort an und kann sich die Haare hinten am Auto föhnen. So ein Ding da zufällig? So ein Ding haben wir da. Müssen wir jetzt nur mal schauen. Das zeigen wir vielleicht am Ende des Videos nochmal. Okay, aber denk dran. Denn das ist, der ist deswegen elektrisch, damit die Leute nicht vergessen, es zuzumachen, oder? Genau, richtig. Das Schöne ist, man kann das einmal über das Interieur steuern, ebenso auch hier drüber. Man kann sogar im Fahrzeug selbst sagen, Ladeklappe öffnen, und dann öffnet die Ladeklappe. Also, Idiotensicher.
Gut, ganz wichtig. Elektrische Heckklappe? Kann man natürlich mit dazu bestellen, das ist gar kein Problem. Hier bei der Ausführung haben wir keine elektrische Heckklappe mit dabei. So, großer Kofferraum. Genau, mit Boden. doppeltem Ladeboden haben wir hier auch mit dabei. Hier haben wir auch die Batterieauffassung mit 58 Kilowatt. Wir haben beim Fahrzeug hier eine realistische Reichweite von 330 bis 350 Kilometer. 319, glaube ich, knapp angegeben beim Hersteller. Nochmal, wie viel Kilometer? Realistisch 330 bis 350, die man mit dem Auto packt. Im Winter auch? 394 hat der Hersteller angegeben. Im Winter, sage ich immer, sollte man schon 20% abziehen, wenn nicht sogar 30%, dass man wirklich was Realistisches hat. Oder man friert halt eben. Also um die 300 Kilometer. Gegen Aufpreis eine größere Batterie geht. Natürlich, wir können hier eine größere Batterie bestellen. Das wären die 77,4 Kilowatt Batterie, die wir bestellen können. Die habe ich, glaube ich, bestellt. Genau, richtig, hast du bestellt. Der kleine Motor, große Batterie. Genau, richtig. 229 PS haben wir da und eine Reichweite von knapp 530 Kilometer. So, der hat jetzt nur Front, nur Heck. Der hat nur einen Heckantrieb. Also das Ganze sehr sportlich, mit extrem tiefen Schwerpunkt. Ist das im Winter ein Problem, der Heckantrieb? Nee, absolut. Und das Fahrzeug hat einen so guten Lastausgleich. Gerade dadurch, dass die Elektrofahrzeuge die schwere Batterie drin haben, hat man ja auch eine sehr gute Straßenhaftung an dem Fahrzeug. Steig mal ein. Selbstverständlich. Wie kommt man da ran? Also drücken, okay. Genau, Die richtig. sind verdeckt. Jedes Gramm CO2 soll ja gespart werden. Du hast einen Innenraum wie im Luxus. Also ich muss wirklich sagen, man kann schon bald sagen, Sven, wir haben hier bei dem Fahrzeug ein Interieur von einem deutschen Nobelhersteller einer großen Limousine. Man sieht, wie viel Beinfreiheit ich habe und Kopffreiheit ich jetzt gerade habe. Zusätzlich habe ich hier nochmal Ladeports fürs Handy zu laden oder halt eben mal ein Tablet hier oben dran zu befestigen. Du meinst Maybach, oder was meinst du? Ja, ich wollte es nicht aussprechen. Ja, ist ja kein Maybach, aber es ist vom Platz her auch ein tolles Taxi. Ich habe gesehen, in vielen Städten läuft das schon als Taxi. Ja, genau, richtig. Also wenn du ins Ausland fährst, da ist der EV6 sehr begehrt als Taxi. Kürzlich war ich in Portugal gewesen, da gibt es ganz viele EV6 als Taxis sogar schon. Denn die stehen nämlich so gut wie gar nicht in der Werkstatt, weil sie keinen Verbrenner mehr haben, dann auch die Leistung rekuperieren. Das heißt, auch die Bremsenergie wird ja rekuperiert, damit er sparsam ist und die Bremsen werden dabei geschont. Genau, richtig. Das ist das sehr Schöne bei dem Fahrzeug hier. Wir haben auch neben diesen Highlights, die halt jedes Elektrofahrzeug oder ein Hybrid bietet mit Rekuperation und Co., auch nur ein Wartungsintervall von 30.000 Kilometer und 2 Jahren. 30.000 Kilometer und 2 Jahren, was natürlich auch nochmal sehr viel Sorgenfreiheit mitbietet. Also ich kaufe das jetzt und komme in 2 Jahren, ist wieder zum Service. Ist ja ganz toll für euch, oder? Wenn endlich mal dein Auto kommt, da freue ich mich, dich 2 Jahre später wieder zu begrüßen zu dürfen. Hat der noch Öl eigentlich irgendwo? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Mach mal auf vorne, guck mal rein. Das ist uns auch ein nettes Detail hier, diese Blinker-Bremslichtorgie hinten. Gehen wir erstmal den Frank? Frank, ja. Ach so, der hat ja gar keinen sichtbaren Motor mehr, gell? Ist der auf den... ist der drauf den Rädern, der Motor? Wie funktioniert das? Also wir haben jetzt hier einen 6-Zylinder Biturbo, ne? Selbstverständlich, wie man sieht. Nee, das ist wirklich alles. Der hat hier eine Motoreinheit, die mit runter sitzt. Das sieht man schon, wenn man hier den Frank rausholen würde. Allerdings ist ein Elektromotor ja so klein, da gibt es ja keine großartigen Komponente mehr. Okay, das heißt, der liegt auch tief nochmal, der Motor. Richtig, ja. Der liegt tief und die Batterie halt eben dementsprechend mit der EGMP-Plattform unten im Fahrzeugunteren bzw. im Fahrzeugboden drin. Ich habe gesehen, bei Lidl gibt es jetzt Ladekabel und Wallboxen. Ja, genau. 333 €, krass. Das heißt, da brauche ich ja keine Förderung mehr groß, weil mittlerweile sind die so billig geworden, die 11 kW, oder? Genau, richtig. Für Gewerbetreibende ist es natürlich ganz wichtig. Sowas kann man noch jetzt beantragen. Da gibt es noch Möglichkeiten zu. Habe ich gemacht. War eine Odyssee. Also kann ich hier sagen, wenn ihr dann nur einen kleinsten Fehler macht, wird es jedes Mal wieder abgelehnt. Aber wenn man es einmal raus hat, wir haben direkt 2 beantragt, 2 Ladestationen. Der Elektriker montiert es auch noch. Zeig mal gerade, was ist da drin? Wir haben jetzt hier ein 22 kW Ladekabel mit dabei. Das ist ein Typ 2 Ladekabel. Auf Typ 2 selbstverständlich für die außenstehenden Wallboxen. Habe ich gesehen, gab es bei Lidl für 129 €. Ja, das ist tatsächlich hier ein bisschen teurer. Da ist man bei so einem Ladekabel schnell mal. Es waren auch nur 11 kW, das da sind ja 22. Kabel hier kostet manche Zubehör aktuell 400 oder 500 €. Das war ein fettes Teil. Genau. Das sieht man, der kann auch Gleichstrom laden? Nee. Doch, natürlich, der kann Gleichstrom wie auch Wechselstrom. Also wenn ich jetzt an eine Ladestation komme mit Gleichstromladung, zum Beispiel eine von Tesla, da kann man mittlerweile auch aufladen, Genau. dann
lädt er besonders schnell über Gleichstrom. Das da ist jetzt Wechselstrom, was du gerade angesprochen hast. Richtig, AC/DC. So, machen wir zu. Ja, mittlerweile ist schon so viele Jahre jetzt Elektro. Trotzdem, die Fragen reißen nicht ab. Ganz viele Menschen sind noch nie Elektro gefahren. Wie ist der Fahreindruck bei den meisten, die kommen? Also, nachdem mal das Fahrzeug hier Probe gefahren ist, sieht man bei den meisten Kunden einfach nur mal ein Lächeln im Gesicht. Das Fahrzeug beeindruckt wirklich mit einer mächtigen Beschleunigung, wie halt typisch ist beim Elektrofahrzeug, da das Drehmoment ja direkt da ist. Gleichzeitig liest man über den EV6 momentan auch sehr viele Berichte. Man kann das Fahrzeug ja an der Spitze mit 585 PS erwerben. Dort ist er sogar in 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Und wie gesagt auch die typische Ladetechnologie, die wir mit einem deutschsprachigen Konzern teilen und mit unserer Muttermarke Hyundai halt eben die 350 kW Ladung in 18 Minuten. Mit einem deutschsprachigen Konzern teilt das? Ja, genau richtig. Es Mit gibt wem? Zwei Marken, die auch diese 800 Volt Ladetechnik haben. Das Porsche? ist genau richtig. Und einmal der Audi e-tron GT RS. Ihr habt dieselbe Ladetechnik. Genau richtig, ja. Okay, verstehe. Jetzt hast du ja doch gesagt, ja, aber du hast gesagt, das ist auch nicht zu verschweigen, weil sowas neu zu entwickeln, 800 Volt heißt, es geht besonders fix. Bordnetz hat 800 Volt. Ja, klar, natürlich. Der kann am 800 Volt bzw. 53 kW Ladestation kann der laden. Komm, wir gehen mal rein. Eröffnet mal. Genau, bitteschön. Der ist jetzt nicht zugelassen. Wir haben schon ein Video gemacht. Was hat sich denn grob verändert jetzt im 23er? Beim EV6 im Modelljahr 2023 hat sich tatsächlich nicht großartig viel verändert. Das ist alles noch relativ ähnlich wie vorher. Wir haben ja noch nicht viele 22er auf der Straße, da kann man ja nicht direkt schon eine Änderung einführen. Gut. So, ich setze mich mal hin. Mach den Sitz mal zurück. Dann sieht man hier Star Wars, ein Riesendisplay durchgehend von einem Ende zum anderen. Das Display fällt natürlich auf. Die Mittelkonsole ziemlich aufgeräumt, schwebend. Genau, richtig. Machen wir schnell leiser. Danke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Passt schon. Wir haben jetzt hier in dieser Variante eine Mittelkonsole, die matt ist. Es gibt verschiedene Variationen. Da ist das Ganze in Hochglanz lackiert. Sieht natürlich auch wieder ein bisschen optisch anders aus, obwohl das hier sehr pflegeleicht ist und nicht so schnell vertratscht ist. Keine Schalter mehr. Das ist für Hyundai und Kia eine riesen, Revolution geworden. Es gibt ein Schwestermodell, muss man sagen, was eine ganz andere Optik hat. Das ist total witzig. Ich glaube, die Technik ist ähnlich. Ihr seid ein Riesenkonzern, baut unter anderem Schiffe. Also ihr baut, glaube ich, alles, was es irgendwie gibt, oder? Ja, genau. Unsere Muttermarke ist ja Hyundai. Hyundai hat Kia vor ein paar Jahren dazugekauft und besser gesagt aufgekauft und nochmal eine Chance gegeben. Und mittlerweile sind wir wirklich sehr, sehr froh, dass wir uns diesem Konzern angeschlossen haben und haben ein super gemeinsames Produkt auf den Markt gestellt. So, ein Riesendisplay. Du kennst dich gut aus. Du hast, ich sag mal, dich da eingelesen. Kann man damit klarkommen mit der Technik? Auf jeden Fall kann man mit der Technik klarkommen. Je kompliziert oder so kompliziert es auch im ersten Augenblick aussieht, ist es gar nicht. Wir haben bei dem Fahrzeug wirklich ein sehr, sehr aufgeräumtes Cockpit, was erstmal hier unten mit einem Gangwahlhebel anfängt, ne, indem man die verschiedenen Gänge auswählen kann, rückwärts, neutral. Du hast eine Rückfahrkamera. Genau. Die ist Vorwärts. auch relativ scharf. Genau, richtig, sehr, sehr gut. Geht es eigentlich mit hier? Schwenkt das rein, die Anzeige? Ja, natürlich. Die schwenkt ein. Das heißt, ich kann sehen, wo ich hinfahre. Genau. So, Ladestationen werden angezeigt. Da ist eine SIM-Karte fest verbaut im Auto, gell? Genau, richtig. Wir haben hier eine D2-SIM-Karte mit drin, die ist immer mit dabei und auch 7 Jahre kostenlos inklusive. 7 Jahre. Kann ich damit auch Musik hören mit der Karte? Nee, tatsächlich Nee, nicht. die ist nur fürs Auto. Dafür hat ja jeder ein Smartphone dabei, worüber die Okay. Musik abspielen kann. Mach mal hier Start, bitte, dass wir das mal sehen. Also Probeabonnement ist verfügbar. Das ist nicht das Nutzungsbedingungen. Probeabonnement, das ist tatsächlich immer bei der Ersteinstellung vom Fahrzeug. Der Wagen hier ist tatsächlich erst gestern angeliefert worden, ist ganz frisch hier bei uns im Haus und aktuell auch nur zur Besichtigung da. Der ist noch nie angemacht worden quasi. Genau, richtig. Mhm. So, So kann man es jetzt. fast sehen. Wir haben jetzt hier einmal die Variation, die verschiedenen, die EV-Anzeige. Wenn ich die EV-Anzeige mal vorstellen darf, haben wir hier die nächste Ladestation in 40 Metern, haben wir eine mit eingeschalteter Klimaanlage, 256 Kilometer. Die Batterie hat 55%, mit ausgeschalteter Klimaanlage 256 Kilometer. Ne? Mhm. Also tatsächlich kein großes Also die Batterie hat 55% und er fährt 256 Kilometer. Das heißt aber nicht, wenn sie jetzt 100% hat, dass er denn 500 Kilometer fährt.
Natürlich ist das hier eine Angabe, die vom Werk aus ist. Jetzt kann man ganz klar sagen, das Fahrzeug lernt ja auch selbst die Reichweite. Wenn der aktuell 55% gefahren worden ist und in der letzten Fahrt nur 10 kW verbraucht hat, dann tut sich das Ganze natürlich dementsprechend bemessen. Diese Energieanzeige und Reichweitenanzeige lernt sich ja selbst an und somit sieht man das Ganze auch auf Dauer. Ja, viele Extras, die man kennt aus allen Modellen. Drive Mode, da kann ich bestimmen, ob ich jetzt sportlich fahre oder sparsam. Ich kann also verschiedene Drive Modes anlegen. Ich habe Multifunktionslenkrad, ich habe aktiver Abstandstempomat, Spurterassistent, sogar mit Mittenkontrolle. Gell? Genau, richtig. Also er hält uns selbst in der Spur und lenkt uns selbst voran. So, dann, was ziemlich cool ist, das hier ist ein Touchscreen, der kontextsensitiv umschaltet. Also jetzt im Moment bist du auf zum Beispiel der Klimaanlage oder nee, jetzt was ist das? Navigationssystem. Navigationssystem. Haben dann hier einmal die Map-Anzeige, die Navigation, worüber wir oben halt den Touchscreen bedienen können. Seek and Track, ganz klar vom Radio, Media sowie Setup. Wenn ich einmal umspringe, habe ich dann einmal die Klimaautomatik, zwei Zonen, selbstverständlich, kann die auf 21 Grad stellen, synchron und dann passt das Ganze auch nochmal. So, machen wir das Radio an, bitte. Denn ich muss mal gerade was prüfen, ob die mittlerweile unsere Logos schon drin haben, weil die Logo-Datenbank funktioniert ja. Da ist es. Ha. Noch nicht. Doch, das Logo ist drin. Guck mal, da ist es. Ja, sie haben es geschafft. Wahnsinn. Das war ein Riesenkampf, die Logos reinzukriegen, weil die Logos nämlich in der Datenbank stecken und der Hersteller muss die updaten. Was ziemlich cool ist, ist das Soundsystem. Also du hast hier auch in der Einstiegsklasse schon so ein Hammer-Soundsystem, weil das Auto so leise ist, dass du das dann richtig genießen kannst, oder? Selbstverständlich. Also gerade das Basis-Soundsystem, was wir hier im EV6 drin haben, ist schon klasse. Natürlich gibt es das Ganze auch nochmal weiter ausbaubar. Wir können hier nochmal ein Premium-Soundsystem dazu wählen. Das kostet dann nochmal ein paar Euronen extra. Und dann hat man hier ein Sounderlebnis, was von der ersten Klasse ist. Sehr schön. Also, was gibt es noch zu erwähnen? Guckt euch bitte das Video an. Wir haben ja ein großes Testfahrervideo gemacht. Alles ist jetzt verfügbar. Interessant ist der Preis. 200, es ist ein vollelektrischer, es ist kein Plug-in-Hybrid. Weil es gab ja viele Angebote, ein Jahr, irgendwie 10.000 Kilometer umsonst und so. Hier reden wir jetzt über Laufzeit. Wir haben hier eine Laufzeit von 42 Monaten, 299 €, eine Jahreslaufleistung von 10.000 Kilometer. Die kann natürlich angepasst werden, nach oben, nach unten, was halt eben individuell dem Kunden am liebsten ist. Das ist gar kein Problem von der Seite her, aber tatsächlich ein Hammerangebot. Weil man bekommt hier ein Auto mit einem UPE von 46.990 € zum Schnäppchenpreis von nur 299 €. Also die Anzahlung muss ich erstmal vorfinanzieren, kriege ich aber vom Staat dann zurück. Das sind auch, diese 4,5 sind noch das, was nächstes Jahr kommt, oder? Die 4.500 € ist das, was nächstes Jahr angekündigt ist. Wir gehen davon aus, dass das Ganze so kommt. Natürlich weiß man nie, was halt von heute auf morgen passiert, aber Stand heute gehen wir davon aus. Sehr schön. So, und da ist es. Ich kann mal eine Liste machen. Ich liebe... Das war jetzt gerade die Map-Anzeige, die wollte ich gerade noch vorschlagen. Das Radio geht wie? Da unten auf Radio drücken? Dann gehst du hier auf Liste. Ich will nur mal gerade gucken, ob die Logos alle drin sind. Sehr spannend. Das mal zu sehen beim neuen Auto, dass die Logos auch drin sind. Ja, Logos auch drin, Sachen 3. Ja, cool. Also ich bin begeistert. Komm, wir gehen mal raus. Guckt euch das Video an. Wir haben auf German Television und Saarland Fernsehen auf YouTube ein langes Video gedreht, bei dem wir die Fahrzeuge vorstellen. Das Ganze ist erhältlich bei Ihrem Kia-Partner Ihres Vertrauens im Saarland beim Autohaus. Klein in der Wallerfanger Straße 102 in Saarlouis. So, kleine Preise. Ah ne, das war DM, glaube ich. Ist so. Ja, 299 €, Lieferzeit, ein Jahr. Lieferzeit gehen wir aktuell von 9 bis 15 Monaten aus. Das ist tatsächlich realistisch bei dem Fahrzeug. Wir waren die ganze Zeit bei 18 Monaten, erkennen aber aktuellen Trend, dass die Fahrzeuge nach und nach kommen. Also wie gesagt, 9 bis 15 Monate sollte man kalkulieren. Ja, selbst unser Auto hat jetzt, glaube ich, eine Produktionsnummer bekommen, noch keine Seriennummer? Nee, noch keine Fahrgestellnummer, erst eine Produktionsnummer. Da müssen wir jetzt einfach hoffen, dass er gebaut wird. Wie überall haben wir auch die Lieferzeitproblematiken. Kann ich jetzt noch was ändern eigentlich? Nee. Das hätte schon gern geändert. Ist der Preis nochmal gestiegen eigentlich, seitdem ich bestellt habe? Der Preis ist gestiegen tatsächlich. Zahle ich jetzt mehr damals wegen der Bestellung? Nee.
tatsächlich bei deiner Bestellung noch nicht. Ich glaube, das war ein Hammerangebot. Aber die Förderung, wie sie damals war, die kriege ich dann nicht mehr, weil das Auto zu spät kommt, oder? Genau, richtig. Der Herstelleranteil hat sich da nicht geändert, je nach Bestelldatum. Der Anteil der Förderung des Staates hat sich halt geändert und dadurch erhältst du 1.500 Euro weniger. Aber nur 1.500, okay, ja, das geht ja. Da steht der Kia EV6, 13.12.2022. Sag deinen Namen nochmal, Pablo? Genau, Pablo Barth. Pablo Barth, wie der bekannte Comedian. Tschüss.